Hallo und Servus zusammen. Heute geht es mit der brandneuen BMW R1300 GS Adventure weiter. In diesem Video beleuchten wir die Koffer, das Fahrwerk und mögliche Sitzhöhen, den automatisierten Schaltassistenten ASA und auch die Heckkollisionswarnung RECW genauer. Das alles seht ihr in diesem Video, also los geht's! In unserem ersten R1300 GS Adventure Video haben wir euch über Preise, technische Daten, neue Features und die voraussichtliche Verfügbarkeit beim Händler informiert. Wenn euch davon etwas interessiert, könnt ihr euch dieses Video auch noch gerne anschauen. Das BMW Topcase hat ein Fassungsvermögen von 37 Litern und kann jetzt per einfachem Knopfdruck geöffnet werden. Die Seitenkoffer haben ein Fassungsvermögen von 37 Litern links und 36,5 Litern rechts. Das Öffnen der Toploader ist jetzt auch einfacher und schöner gelöst. Zusätzlich sind Volumenerweiterungen erhältlich, die die Seite noch einmal 10 Liter mehr Stauraum zur Verfügung stellen. Und so sah das Ganze an der R1300 GS Adventure Triple Black auf dem BMW Motorrad aus. Die normale Sitzhöhe der R1300 GS Adventure beträgt 89 cm und mit tiefem Fahrwerk 87 cm. Man kann mit der Fahrzeughöhenregelung Komfort im Stand eine Sitzhöhe von 82 cm erreichen. Und mit höchster Wahrscheinlichkeit sollten wir dann auch mit unserem abgepolsterten Sitz auf sogar etwas unter 80 cm Sitzhöhe im Stand kommen können. Wer sich also eine neue Adventure mit einer Sitzhöhe von etwas unter 80 cm wünscht, kann gerne einmal unseren Sitzbankumbau bei uns im Shop unter www.mhornig.de anschauen. Auch unser induktives Ladepad für Handys wird in der R1300 GS Adventure wieder Platz finden. Und der automatisierte Schaltassistent ASA ist gemäß BMW ganz explizit kein Automatikgetriebe, sondern 2 Elektromotoren betätigen die Kupplung und schalten für euch, was zu einem Mehrgewicht von nur ca. 2 Kilogramm führt. Honda braucht für das automatische Doppelkupplungsgetriebe zum Beispiel ca. 14 Kilogramm mehr. Wie die Schaltvorgänge ausgeführt werden, hängt mit dem ausgewählten Fahrmodus zusammen. Bei Dynamic wird jeder Gang ausgedreht und es wird früher runtergeschaltet, dass man immer die maximale Power auf dem Hinterrad zur Verfügung hat, während der Eco-Modus relativ früh raufschaltet und die Kraft des Boxermotors aus dem unteren Drehzahlbereich nutzt. Natürlich kann man immer manuell mit dem Fußschalthebel übersteuern, wenn man einen Gang höher oder einen Gang niedriger sofort eingelegt haben will. Zusätzlich kann man das Runterschalten auch mit einem kurzen Gasstoß einleiten, wie man zum Beispiel die Kick-Down-Funktion vom Auto kennt. Laut den BMW-Entwicklern auf dem BMW Motorrad in Garmisch-Partenkirchen schaltet der automatisierte Schaltassistent so geschmeidig, dass es keinen Helmkontakt mehr zwischen Fahrer und Sozius geben soll. Ich bin schon gespannt und freue mich auf die erste Testfahrt. Die Hill Start Control HSC ist serienmäßig und macht in der Kombination natürlich auch Sinn. Wenn ihr solche Details und das Neueste zu BMW Motorrad in unseren Produkten dafür nicht mehr verpassen wollt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aber am meisten hat mich die neue Heckkollisionswarnung RECW interessiert. Für euch habe ich die Verantwortlichen bei BMW interviewt, wie man sich das vorstellen muss und ob die Adventure dann schon von selbst nach vorne wegfährt oder ähnliches, um eine Kollision von hinten zu vermeiden. Aber ganz so weit sind wir dann doch noch nicht.
Die Heckkollisionswarnung RECW signalisiert dem nachfolgenden Verkehr durch Warnblinken mit erhöhter Frequenz, dass eine drohende Heckkollision bevorsteht, und so kann dann hoffentlich der Fahrer hinter einem aufgeweckt werden und vermeidet dann das Abschießen des Motorrads vor ihm. Natürlich denkt BMW hier auch schon weiter und Nachfolger der Heckkollisionswarnung könnten dann zum Beispiel auch schon beide Bremsen ziehen, dass das Motorrad unter dem Fahrer bei einem Auffahrunfall nicht ganz so kräftig weggeschoben wird. Wobei es dann natürlich nötig ist, dass diese Logik durch den Fahrer übersteuert werden kann, wenn dieser zum Beispiel nach vorne wegfahren will und so weiter. Ihr seht selbst, BMW bleibt in Sachen Sicherheitstechnologien nicht stehen und es werden noch weitere tolle und hilfreiche Innovationen auf den Markt kommen. Wenn euch solche Blicke hinter die Kulissen, Informationen und das Neueste zu BMW Motorrad und unseren Produkten dafür interessieren, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also Servus und bis zum nächsten Mal.